Wir sind Jessie und Roberto und mit unserem Van Jimmy reisen wir entlang der Panamericana. In den USA zieht es uns an touristisch weniger bekannte Orte und so gelangen wir von einer surrealen Lava- und Mondlandschaft zu einer gefühlt endlosen Salzebene, auf der Weltrekorde aufgestellt werden. Allerdings bringen diese Orte auch ein Risiko für unseren Van. Ich glaube, das tut Jimmy nicht so gut. Nee. Und am Ende landen wir doch an einem Ort, der für seine Extreme weltberühmt ist. Vegas, Baby! Woo! Nichtsdestotrotz waren wir fleißig und haben Neuigkeiten für euch. Wir haben an was gearbeitet und ja, es ist eine kleine Überraschung und die zeigen wir euch drin. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns irgendwo im Nirgendwo, mitten in Idaho, in dieser surrealen Landschaft, die so gar nicht wirkt, als wären wir überhaupt auf der Erde. Die Farben oder eben nicht vorhandenen Farben sind wirklich sehr beeindruckend, aber ich würde sagen, wir quatschen nicht allzu lange, sondern sehen es uns einfach direkt genauer an. Diese Landschaft hier sieht ja wirklich aus wie eine Mondlandschaft und so heißt auch der Nationalpark. Wir sind im Craters of the Moon National Park. Ja, weil hier Vulkanaktivitäten stattfanden und eine Landschaft hinterlassen haben, als wären wir auf dem Mond. Hier konkret sind wir auf dem Inferno Cone. Der ist entstanden durch eine sehr hohe Eruption, eben ein Inferno. Und ja, die Ablagerungen oder die Asche und die Steine, die dann wieder runtergefallen sind, haben diesen Kegel hier hinterlassen. Und jetzt sehen wir uns noch eine andere Stelle an. Vorhin hatten wir vor allem eine gute Aussicht auf diesen Nationalpark und die Lavafelder. Hier gehen wir jetzt um einen solchen Vulkankegel herum. Das heißt, wir sehen die Dinge eher ein bisschen aus der Nähe, wie zum Beispiel auch hinter mir. Da sieht man so richtig, wie da so ein Lavastrom durchfloss. Und ja, das so aus der Nähe zu sehen, ist auch nochmal interessant. Wenn man solche Steine sieht, dann denkt man, dass die extrem schwer sind, aber die sind so leicht. Und auch hier, diese großen Steine hier, die kann man einfach so aufheben. Das ist kein Gewicht. Also Hä, das wirkt so ab. So ganz ich weiß, schräg. ich bin stark, aber so stark bin ich wiederum auch nicht. Ja, wahrscheinlich weil all diese Löcher hier drin sind, ist halt die Masse viel geringer. Dieses Lavagebiet ist ja riesig. Also wir waren ja vor ein paar Jahren auf Sizilien auf dem Ätna, aber das ist komplett anders, weil das ist halt wirklich auf dem Berg und hier ist es einfach überall verstreut auf einer
flachen Ebene unglaublich, nicht? Ja, ist schon nochmal anders. Ja. Ja. Aber es ist auch eines oder das größte Lavafeld der Art so in den Vereinigten Staaten. Ja. Es sind 700 Quadratmeilen. Boah. Ja. Naja, es ist auch wirklich riesig. Also, soweit das Auge reicht, Lava. Ich habe einen glitzernden Stein gefunden. Das ist ein Lavastein? Ja. Ich finde es so faszinierend, wie verschieden die sein können. Und der hat richtig so glitzernde Strukturen hier dazwischen. Meiner. Nee, man darf ihn natürlich nicht mitnehmen. Der letzte Teil des Weges führt uns nun direkt über die Lava. Also wir laufen jetzt auf diesen Lavaströmen. Man sieht überall Risse und dass es an manchen Stellen auch hohl ist drunter. Also ich finde das ein bisschen unheimlich. Aber auf jeden Fall ist dieses ganze Lavafeld und diese Formationen hier im Verlauf der letzten 15.000 Jahre entstanden. Ich finde das gar nicht so lange her. Und was ich besonders faszinierend finde, das ist dieselbe Lava wie auch im Yellowstone Nationalpark. Das hat den gleichen Hotspot unter der Erde. Wer hätte das gedacht? Die Sonne ist zwar rausgekommen, aber es ist schon ganz schön kalt, vor allem an die Hände. Drum, da vorne ist der Van, ich freue mich schon. Jetzt gehen wir rein und wärmen uns ein bisschen auf. An diesem schönen Spot sind wir gelandet, hatten auch eine richtig ruhige Nacht und so schön es auch ist, wollen wir heute aber weiterfahren. Nur davor müssen wir euch was zeigen. Wir haben an was gearbeitet und ja, es ist eine kleine Überraschung und die zeigen wir euch drin. Und das ist es. Wir haben einen Kalender gemacht. Es geht ja jetzt langsam aufs Jahresende zu und ja, da blickt man auch zurück und wir haben uns überlegt, wir waren ja jetzt schon über 1,5 Jahre unterwegs in Europa bis in die Türkei und jetzt in Amerika und da sind ein paar Bilder zusammengekommen, die wir hier auf, nee, nicht 12, sondern 13 Seiten ja, mit euch teilen möchten. Natürlich hoffen wir, dass euch die Bilder genauso gefallen wie uns. Wir haben ja nochmal eine emotionale Verbindung damit und ja, jedes der Bilder ruft Erinnerungen in uns wach. Aber ja, wir glauben, die Bilder sind schon schön geworden und hoffen, dass sie eben euch auch gefallen. Und der Prozess, um zu diesem Kalender zu kommen, war auch nochmal ein kleines Abenteuer für sich. Wir mussten die Druckerei einmal wechseln und ja, wir haben ja niemanden in Deutschland, der ja für uns den Versand machen könnte. Darum mussten wir ein Fulfillment-Unternehmen finden, das das für uns übernimmt. Das ist uns gelungen und die Kalender sind mittlerweile auch in Druck.
Wir haben eine limitierte Anzahl, denn ja, für uns ist es halt schwierig, das so richtig einzuschätzen. Man könnte eventuell nachdrucken lassen, wenn die Nachfrage wirklich sehr groß ist. Aber ich glaube, ja, erstmal wollen wir das gerne so lassen mit dieser Anzahl Kalender. Und ja, dann könnt ihr eigentlich jetzt gleich rübergehen auf unsere Webseite www.chirpytravelers.com in den Shop und da findet ihr die Kalender. Ihr könnt sie ab heute bestellen. Der Versand wird die ersten Tage ein bisschen länger dauern, aber sie kommen an und wir freuen uns natürlich, wenn möglichst viele von euch den Kalender bestellen. Und dazu haben wir noch, wenn ihr auf Instagram rübergeht, haben wir ein kleines Gewinnspiel für 3 Gratiskalender. Wir beschreiben euch da alle Infos dazu und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch da nochmal mitmacht. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir euch unsere großen Neuigkeiten mitgeteilt. Wir machen uns jetzt fertig und fahren weiter, denn wir wollen noch ein bisschen Strecke machen und uns auch nochmal was richtig Cooles heute noch ansehen. I'm gonna let the sun shine in today. Trying to make this darkness go away. Ich glaube, wir sind angekommen. Sieht so aus. Das sieht richtig cool aus, als wäre hier eigentlich so eine Schneeebene. Es ist einfach alles weiß. Und da drüben fährt schon ein Wahnsinniger mit seinem Auto drauf. Wir überlegen gerade, ob wir auch so wahnsinnig sind. Ja, vielleicht. Vielleicht, mal sehen. Aber jetzt sehen wir es uns erstmal an. Und hier sind wir bei den Bonneville Salt Flats. Ja, einer riesigen Ebene aus Salz. Soweit das Auge reicht, nur Salz. Und jeder, der Motorsport begeistert ist, sollte wissen, ja, was das für ein Platz ist. Ja, hier werden Weltrekorde aufgestellt auf dieser Salzwüste. Fahrzeuge fahren, oder ja, Fahrzeuge, die aussehen wie Raketen, fahren hier bis zu 1000 km/h. Ja, ich bin richtig froh, dass wir hier sind, denn das war so ein Punkt, den ich unbedingt sehen wollte. Und ja, jetzt sind wir hier. Ist zwar alles nur weiß in weiß, aber ja, mir gefällt's. Ja, und was meinst du? Stellen wir Jimmy auch rauf? Ich glaube schon. Mal einen Weltrekordversuch mit Jimmy? Locker. Also los. Ja, macht's Spaß? Ja, schon. Kann ja Also nicht halt, schief gehen, oder? ja, fast. Gibt kaum Hindernisse. Ja. Ich glaube, so in einem tiefgelegenen PKW wäre es nochmal anders. Ja. Also so ein anderes Fahrzeug halt. Alles cool. Es ist schon faszinierend, sich hier so in dieser skurrilen Landschaft zu bewegen, also zu fahren, aber auch jetzt zu gehen. Man hört richtig das Salz knirschen unter den Füßen und ja, auch die Formationen, die diese Salzkruste so macht, das ist ganz speziell. Auf jeden Fall, diese Salzwüste hier ist eigentlich ein ausgetrockneter See, ehemals.
Und an der längsten Stelle ist er 19 Kilometer lang und an der breitesten Stelle 8 Kilometer. Also es ist relativ groß, ich glaube es sind 100 Quadratkilometer. Und ja, es ist wirklich Viel nichts. viel nichts, aber cooles Nichts. Also ich finde es richtig cool. Ist das Weiß da oben weißer? Weiter ist es auf jeden Fall. Ja. Überall. Was ich auch nicht wusste, Salt Lake City liegt ja am Salt Lake, dem Salzsee, und der gehört zum gleichen Becken wie hier diese Salt Flats. Und auch diesen See ereilt bald dasselbe Schicksal wie hier, denn es gibt keinen Abfluss aus diesem See und das Wasser verdampft nach und nach, gerade auch noch mehr mit der Klimaerwärmung, und so trocknet er langsam aus. Und die Mineralien sind dann einfach die zurückbleiben und die Salze. Also wird es womöglich bald vielleicht auch so da aussehen. Also bald, relativ. Ja, und so schnell geht's und die Sonne ist auch schon wieder weg. Zumindest versteckt sie sich da hinter den Wolken. Ich glaube, für uns geht es jetzt wieder langsam zurück auf die Straße. Und eine Sache müssen wir auf jeden Fall machen. Wir müssen unbedingt das Fahrzeug kurz waschen gehen, denn ja, ist doch ziemlich viel Salz hier. Ich glaube, das tut Jimmy nicht so gut. Nee, der hat schon ein paar Roststellen und das noch zusätzlich nicht so gut. So, die Nachtaktion an der Waschstraße kann starten. Ja, es ist mittlerweile dunkel geworden. Wir haben zwar, 7 Uhr, glaube ich. Aber ja, es ist schon dunkel. Hier ist zum Glück gut beleuchtet. Was aber witzig war, auf dem Weg hierher sind wir nach Nevada eingereist. Und kaum waren wir über die Grenze, waren überall Casinos und bunte Lichter. Und ja, das war schon witzig. Ja, aber auf jeden Fall, jetzt waschen wir mal das Auto. Das ist meistens Robertos Job. Er macht das so gerne. Er ist auch gründlich. Und ja, ich glaube, danach geht es dann schon bald weiter an den Schlafplatz. Ja, man kann natürlich auch hier mit Karte zahlen. Das ist doch cool. War's das schon? 4 Minuten. Das waren kurze 4 Minuten. Kaputt? Nicht so richtig. Ja, Jimmy ist soweit sauber. War jetzt nicht die beste Anlage, die wir bis jetzt hatten. Also, ja, aber in den nächsten Tagen soll es ja wieder regnen. Dann spült sich das hoffentlich von alleine wieder ab. Ja, wir suchen uns jetzt einen Platz, wo wir übernachten, und dann sehen wir uns morgen wieder. Bevor es für uns heute weitergeht, fanden wir, dass wir doch noch mal hierher kommen müssen, denn ja, so eine Salzwüste ist doch recht speziell. Und auch gerade beim auf das Salz drauflaufen merkt man, wie das Salz immer dicker wird. Also am Rand ist es natürlich sehr dünn, aber an der dicksten Stelle hat das Salz wie 1,5 Meter. 1,5 Meter, ja. Ja, ist das Salz 1,5 Meter dick, also richtig viel Salz. Und 90% von dem Salz hat tatsächlich Speisesalzqualität. Können wir uns eigentlich ein Glas mitnehmen, oder? Oder auch 2. Oder auch 2.
Ich finde sowas so eindrücklich, auch wenn es nicht das erste Mal ist, dass wir auf einem Salzsee sind. Wir waren, glaube ich, vor 7 Jahren waren wir in Bolivien am Salar de Uyuni. Der ist ja nochmals eine Nummer größer als der hier. Aber ja, diese Ruhe eigentlich auf dem Salzsee und diese Weite, also man kann hier wirklich kilometerweit laufen und man hat das Gefühl, dass man gar nirgends ist. Also, na, ist schon eindrücklich. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir packen zusammen und fahren gleich los. Eine ganze Weile schon unterwegs. Etwa 200 Kilometer haben wir gemacht und es fehlen was? Nochmal so viel? Ja, doppelt so viel noch was. Nochmal doppelt so viel. Aber die Landschaft ist eigentlich sehr schön. Also es ist relativ karg, aber wir fahren durch die Berge, waren auch kurz mal auf 2000 Metern über Meer. Dementsprechend hat es auch ganz kurz geschneit, aber ja, zum Glück die Straßen blieben schneefrei und der Schnee lag eher noch von der letzten Nacht, als dass wirklich viel noch gefallen wäre. Und da vorne tut es jetzt auch schon wieder auf, also ich glaube, wir haben eigentlich relativ gute Bedingungen. Ja, nur dass es eben noch eine Strecke ist, bis wir dann ankommen. Und ich würde auch sagen, ja, wir sehen uns am besten dann einfach gleich da wieder. Ich glaube, man kann so etwa erahnen, wo wir heute gelandet sind. Vegas, Baby! Woo! Oh je, das kann ja lustig werden. Vermutlich wird es genau darum auch eher ein kurzer Zwischenstopp. Aber dazu im nächsten Video mehr. Wir hoffen, es hat euch mit uns gefallen und dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn noch mal ein bisschen ein anderes Kapitel hier startet. Bis dann. Tschüss! Den Bonneville Flat Flats. Ja, ich würde sagen, wir setzen uns einfach gleich die...